Hallo Max, lange nicht gesehen. Schön, dass du wieder an unserem Mentoring-Treffen teilnimmst. Wie gefällt dir denn die Uni bislang? Wie lief denn dein erstes Semester bisher so? Moin Lena. Ach ja, eigentlich ganz gut. Bis auf dieses doofe Mathe. Wozu brauche ich eigentlich das ganze Zeug, wenn ich doch Wirtschaftswissenschaften studiere? Puh, ja, damit hadern viele. Und mir ging es am Anfang echt genauso. Kaum zu glauben, dass ich schon 2 Jahre mit dem Studium fertig bin und mir mittlerweile vor allem die Mathematik Spaß macht. Hm, und ich bin eher verzweifelt. Das war ich auch. Aber ich habe mit der Zeit gelernt, was es eigentlich heißt, zu studieren. Und die Frage, die du dir stellen musst, ist, möchtest du Buchhaltung lernen oder Wirtschaftswissenschaften studieren? Was meinst du damit? Naja, wie schon im Namen steckt, ist die Wirtschaftswissenschaft eben eine Wissenschaft. Und die Aufgabe von Wissenschaften ist es, Objekte und Sachverhalte präzise zu beschreiben und neue gesicherte Erkenntnisse in einem Bereich zu gewinnen. Dafür ist ganz häufig viel Mathematik und mathematisches Verständnis nötig. Denk nun mal an die Beschreibung der Finanzen und ökonomischer Prozesse oder an die Statistik zur wissenschaftlichen Auswertung von Studien, um Methoden und Forschungsergebnisse zu verstehen. Ich möchte aber gar nicht selbst forschen oder irgendetwas wissenschaftlich auswerten. Also was hat es mit mir zu tun? Die Inhalte deines ganzen Studiums, zum Beispiel in der Makro- oder Mikroökonomie, der Wirtschaftsinformatik und in der Wirtschaftsmathematik, bestehen quasi aus einer Vielzahl an Forschungsergebnissen der letzten Jahrhunderte. Viele Modelle, die wir auch manchmal in unserem Alltag sehen, basieren auf Erkenntnissen von Mathematikerinnen und Mathematikern von damals und heute. Du musst also mindestens in der Lage sein, Forschungsergebnisse anderer zu verstehen, nachzuvollziehen und einzuordnen. Hm, aber welche Forschungsergebnisse oder Modelle sollen mir denn bitte im Alltag begegnen? Mir fallen da direkt die Aktienkurse an der Börse ein. So ein Chart hat ja irgendwie jeder schon gesehen. Ja, das stimmt. Genau. Und so ein Aktienkursverlauf ist ja irgendwie nichts anderes als ein mathematischer Graph. Der Graph einer mathematischen Funktion, in dem die Abschlusskurse einer Aktie nach bestimmten Zeitintervallen eingetragen werden. Die mathematische Beschreibung dieser Funktion ist sehr schwierig und die Vorhersage, wie der Kurs morgen, übermorgen oder in einer Woche steht, noch schwieriger. Denn Aktienkurse sind ja stark schwankend und reagieren auch auf Ereignisse, die absolut nicht vorhersagbar sind. Ja, so wie damals beim Anschlag auf den Mannschaftsbus des BVB. Genau. Trotzdem gibt es MathematikerInnen, die Modelle für eine mögliche Prognose der Kurse entwickelt haben. Zum Beispiel wird in der Finanzmathematik so ein Aktienkurs gerne mit Hilfe der geometrischen Brownschen Bewegung beschrieben, die wiederum eine Voraussetzung bei der Anwendung der Black-Scholes-Formel ist. Diese Black-Scholes-Formel versucht dann, unter verschiedenen Modellannahmen Finanzoptionen zu bewerten. Puh, das klingt ja echt kompliziert. Ja, und die Quintessenz ist schließlich, dass für diese Dinge eben die Schulmathematik gar nicht ausreicht. Und darauf baut dann die Hochschulmathematik auf, sodass du in der Lage bist, Modelle und Konstrukte besser zu verstehen und auch zu hinterfragen. Für diesen Weg hast du dich also implizit entschieden, als du dich für dein Studium entschieden hast, denn das ist ein Ziel deiner Ausbildung dort. Okay, verstehe. Aber ich finde Mathe trotzdem ätzend. Und mir liegt es einfach nicht. Hast du irgendwelche Tipps für mich, wie ich damit besser klarkomme und irgendwie zumindest die Klausur bestehe? Das Wichtigste ist, regelmäßig zu arbeiten. Dazu gehört, die Vorlesungen zu besuchen und das ganze Semester am Ball zu bleiben und darüber hinaus dir viel Zeit für die Vor- und Nachbereitung der Vorlesung zu nehmen. Dabei hilft es zum Beispiel, neues Wissen in eigene Worte umzuformulieren, Zusammenhänge zu bilden oder sich Beispiele für die Anwendung zu überlegen. Das empfiehlt auch die Literatur. Zudem ist sicherlich der Besuch der Übungen und das Abgeben der Hausaufgaben ein absolutes Muss. Und sei ehrlich mit dir und erkenne, an welchen Stellen du Lücken in deinen Vorkenntnissen hast und schließe diese möglichst schnell, wozu Angebote wie Vorkurse und Brückenkurse optimal sind. Ach ja, und ein wichtiger Punkt ist auch, den habe ich kürzlich noch in einer Studie gelesen, dass du an deiner Frustrationstoleranz trainieren musst. Du wirst häufig über kurze Textstellen sehr lange brüten, bis du diese verstehen wirst. Misserfolge sind völlig normal. Wichtig ist, dass du dabei nicht alleine bist.
Du kannst mit Lerngruppen im Team arbeiten und es gibt dafür gerade während des Semesters viele Angebote, die dich weiterbringen, wie beispielsweise ein Mathe-Treff, Intensivkurse oder Sprechstunden. Was mir aber noch wichtig ist, es geht nicht allein um das Bestehen der Klausur, denn viele Inhalte werden dir in anderen Modulen der Wirtschaftswissenschaft wieder begegnen. Die Kompetenzen aus der Mathematik wirst du immer wieder brauchen, im Studium und natürlich auch in deiner späteren beruflichen Praxis. Okay, das war wirklich eine Menge. Darüber muss ich erstmal in Ruhe nachdenken. Vielen Dank für deinen Input. Gerne. Und ja, Mathe braucht gerade zu Beginn des Studiums sehr viel Zeit.